Moin ihr Lieben, Hallo ihr Lieben. zurück aus Norwegen Aus der Kälte in die Kälte. sind wir jetzt hier auf einem kleinen Walk mit unserer neuen DJI Osmo Action 6. Wir hatten ja bisher die 5, aber nur für sehr kurze Zeit. Also wir hatten noch die Möglichkeit Rückgabe zu machen und haben die nur auf unsere Norwegen-Tour mitgehabt, glaube ich. Ne? Ja. Vorher hatten wir sie nicht. Genau. Und wir waren hellauf begeistert. Also ich finde das Bild von der Osmo Action 5 einfach exzellent. Und dir ging das, glaube ich, ähnlich. Ja, es ist wirklich ein beeindruckendes Bild gewesen. Und die Osmo Action 6 haben wir uns gedacht, na gut, ist halt die neue, dann nehmen wir die. Wir wissen allerdings, dass der einzige Unterschied oder fast der einzige Unterschied der Sensor ist. Da haben wir einen 1:1,1 Zoll Sensor auf der 6 und einen 1:1,3 Sensor auf der 5. Das heißt, die 6 hat einen quadratischen Sensor und ermöglicht somit Aufnahmen im Quer- und Hochformat. Also, wer das braucht, dringend braucht, für den ist die 6 natürlich die erste Wahl. Aber ich sag mal, wenn man, also vom ersten Eindruck, wenn man die 5 hat, und die vielleicht schon ein Jahr hat, keine Rückgabe möglich, ich würde mir die 6 ja nicht holen. Nein. Also das Bild ist so geil von der 5, von der 6 wahrscheinlich auch. Wir machen jetzt hier gerade die ersten Testaufnahmen. Und der Nachtmodus ist ein bisschen besser. Macht euch nicht verrückt, das zeigen wir euch nachher. Wenn es dunkel ist, gehen wir noch mal raus. So, jetzt stellen wir uns mal hier schön ins Gegenlicht. Du auch. Ich soll mit? Du musst mit. Da haben wir uns im Rücken genau die Sonne. Da könnt ihr mal sehen, was der Sensor kann. Also wie ich sehe, sehen wir gut aus. Das Ne? sieht super aus. Wir sehen gut aus. Ja, du ja sowieso natürlich. Ja, und das finde ich schon mal sehr gut. Dann hatten wir uns für die 5 schon eine Displayschutzfolie geholt. Für vorne und hinten, weil wir unbedingt nichts kaputt machen wollten. Und das Display vorne als auch hinten ist vollkommen identisch. Das heißt, die Folie, die wir noch über hatten, hat Marion in ihrer unnachahmlichen Kunst- und Feinmotorik angebracht. Klasse. Blasen- und staubfrei natürlich. Im Ganzen ist die 6 ein Tick größer. Wie viel größer ist sie? Wir haben bei der Osmo Action 5 Pro Abmessungen von 70,5 mal 44,2 mal 32,8 mm. Und bei der Osmo Action 6 haben wir 72,8 mal 47,2 mal 33,1 mm. Sie ist also in jeder Richtung ein bisschen größer geworden. 2-3 mm größer. Ja, Wenn man sie nebeneinander hält, sieht man es auch. Vom Gewicht sind das, glaube ich, 3 Gramm mehr. genau. Sie ist 3 Gramm schwerer als die alte. 149 Gramm. Die 5 146 Gramm. Jawohl. Also, aber ich bin ja auch total verliebt in diese. Wir hatten ja vorher die Ace Pro und das war einfach nervig mit den Mikros, weil du konntest keine 2 Mikros per Bluetooth anbringen. Hier hast du Bluetooth 6.1 und Wi-Fi 6 und diese DJI Mini Mikros, die haben bei der Osmo 5 immer so einen kleinen Moment gebraucht, bis sie sich verbunden hatte, lief dann aber total zuverlässig. Aber bei der 6 sind die so rasend schnell. Ja. Also du machst die Kamera an, bumm, sind die Mikros verbunden. Die haben wir auf immer an, weil die auch kaum Strom fressen. Für für diejenigen von euch, für die das interessant ist, man sieht das immer an so einem Soundbalken, ob überhaupt ein Mikro verbunden ist und wenn ja, ob beide Mikros verbunden sind. Lässt Genau. sich also im Display sehen, problemlos. Ach so, was noch wichtig ist, wir haben hier bei der 6 haben wir jetzt diesen Zweifach-Zoom und zwar verlustfrei. Den hatten wir bei der 5 nicht. Da gab es nur einfach und dann doppelt, aber einfach Digital-Zoom. Aber das ist hier ein optischer Zoom. Bei der 5 hatten wir eine Naheinstellgrenze von 35 cm. Und hier bei der 6, ich fahre jetzt einfach mal ran, haben wir 20 cm. Also wir kommen dichter ran. Mach noch mal ein bisschen. Was sagst du? Finde ich richtig gut. Da wirft sie es achtlos dahin. Ne? Ja, Das ist so unser erster Eindruck von dieser Kamera.
die aber genauso solide verarbeitet und so weiter ist wie die 5. Auch die Bildqualität, wir haben ein bisschen Indoor gemacht, das war auch schon wieder super. Und die Nachtaufnahmen zeigen wir euch später. Gravierender Unterschied, Entschuldigung, ist noch, dass jetzt die Blende einstellbar ist bei der 6er. Ah ja, variable Blende. Genau. Ja, größere Blende, 2,0 auf 4,0. Genau, wir haben bei der Action 5 Pro eine Blende von 2,8, eine Festblende. Und bei der Action 6 haben wir jetzt eine Blende von 2,0 bis 4,0. Das ist auch sehr cool. Es ist aber auch sehr vieles gleich geblieben. Hallo. Die ISOs sind gleich geblieben, die Verschlusszeit ist gleich geblieben. 8K hat sie nicht. Nee, beide können 4K. 8K brauchen wir auch nicht. Es hat sich sonst. Beide haben 3 Mikrofone, Betriebstemperatur minus 20 bis plus 45 Grad. Also es hat sich wenig verändert, aber Ja, Die- eben der Sensor. ja. Ne? Sensor und Blende, Auto von hinten, sind die 2 Hauptänderungen. Ernsthaft. Das kannst du dir nicht ausdenken. Erster Eindruck, Michael muss natürlich noch die Videos auswerten, ist, dass das eine super Kamera ist, dass sich aber ein Upgrade von der 5 auf die 6 nur für diejenigen lohnt, für die ein quadratischer Sensor Sinn macht. Und die noch keine Osmo 5 haben. Also, Ich meinte ja Upgrade von der 5. ja, genau. So, denn wenn du sowohl YouTube-Videos im Querformat machst, als auch TikToks, Instagram, also Reels auf Instagram, dann macht das natürlich Sinn, weil du sie dir zuschneiden kannst, Wie frei du und willst. flexibel, wie du es brauchst. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, kannst du das mit dem Videobearbeitungsprogramm ja auch. Machst du ja auch regelmäßig. Ja, dann machst du halt einen Short in Final Cut Pro. Der rechnet dir die auch noch automatisch um im Zweifel. Ja. Also hätten wir sie nicht zurückgeben können, hätten wir es nicht gemacht. Jetzt sind wir froh. Jetzt gucke ich mir gleich unsere ersten Aufnahmen an. Dann gehen wir heute Abend noch mal raus. Dann sagen wir, wie wir das finden. Will. Und bis nachher. Bis gleich. Und wie versprochen sind wir hier im Lowlight. Ja, Und bei diesen ganzen Reviews zu der Osmo Action 6 ist uns aufgefallen, dass die immer so in Einkaufszentren, so hell beleuchteten Ja. Einkaufszentren und so weiter, die Lowlight getestet haben oder das Lowlight. Und hier sind wir jetzt aber mal so Anna- richtig im an Lowlight. einer wirklich spärlich beleuchteten Straße, Ja, eine Kirche. Wir wollten jetzt nicht da den Krankenwagen filmen, da haben wir keinen Bock drauf, wenn es den Leuten schlecht geht. nee. Aber er ist leider da, also Wir wollten ja eigentlich die Kirche als Kulisse für diesen Test nutzen. Aber da ist jetzt tatsächlich ein Notarzteinsatz. ja, da haben wir jetzt natürlich keinen Bock drauf, sondern Nee. ziehen da mal stetig vorbei. Und vielleicht ist er aber auch gleich durch, sehen wir dann. Und ja, was sollen wir sagen? Wir haben uns ja vorhin die Bilder angeguckt, die wir da am Tag gemacht haben. Und das sah also ähnlich gut aus wie die Action 5. Die Farben haben mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber ansonsten gibt es nichts zu meckern an dieser Osmo Action 6. Bildqualität genauso gut wie bei der 5. Schärfe und Details, ne? Ja, also Upgrade lohnt sich nicht, also keinesfalls würde ich sagen. Nein. So, jetzt sind wir hier wieder im sehr dunklen. Oh ja. Jetzt haben wir hier nur spärlich beleuchtete Straßen. Ich drehe mal kurz um. Und also was ich hier auf dem Display sehe, das ist schon Das ist richtig weit gut. ab von dem, wie es wirklich ist. Es ist Ja. nämlich wirklich sehr dunkel. Und diese strahlende Helligkeit, die ich da sehe, die ist einfach nicht vorhanden. Das macht die Kamera. Und das macht in diesem Licht auch Sinn. Ja, Ich hatte ja gehofft, dass wir ein bisschen mehr Weihnachtsbeleuchtung noch entdecken, aber heute ist Totensonntag und wir alle wissen ja, wir guten Katholiken, man darf erst nach dem Totensonntag die Weihnachtsdekoration rausholen. so ist es. Ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, dass, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, ein Upgrade lohnt sich nicht. Wenn man dafür seine Osmo 5 ausmustert,
Also keinesfalls, weil die Osmo 5 ist so klasse. Wenn man Hochformat-Videos machen will, kann man das einschalten. Das ist ein Modus hier von der Action 6. Und ansonsten Motivverfolgung, das Übliche, was man auch schon kannte. Es ist jedenfalls wieder eine tolle Kamera. Ja, wir sind sehr zufrieden. Und was für uns wirklich das A und O ist, ist, dass wir 2 Mikrofone per Bluetooth mit der Kamera verbinden Ah ja, können. und die verbinden schneller als bei der Osmo Action 5. Wir haben das 2 DJI Mini. Und hier bei der 6 machst du die an und bäm, sind die Mikros da. Ja, bei der anderen musstest du ein bisschen länger warten. Also auch nicht, dass du irgendwie jetzt 5 Sekunden da gestanden hast und nichts passiert ist, aber es hat auffällig länger gedauert. Kleiner Ortswechsel. Also noch weniger Licht hier als eben. Einfach nur so ein paar Hauseingangsbeleuchtung. Ja. Mehr ist hier nicht. Einkaufszentrum, hier wird es ein bisschen heller. Da gehen wir noch mal kurz auf die Brücke, die im Dunkeln liegt. Für die Kamera sieht das allerdings anders aus. Benja, wir sind ja auch sehr gespannt auf die Aufnahmen, die dann gleich zutage befördert werden, wenn wir die auswerten. Ein unbeleuchteter Obelisk. Oder Brückenpfeiler, ganz wie man will. Ja. Einkaufszentrum. Das Schild ist nur halb beleuchtet von Stadtzentrum. Ja. Ja, so sieht's aus. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas hatte ich eben noch. Ja, ich wollte abschließend noch sagen, dies hier ist natürlich kein Review. Es gibt, wenn ihr ein Unboxing braucht und die ganzen Funktionen erklärt haben wollt, weil ihr vielleicht noch keine DJI habt und die gar nicht kennt. Da gibt es so viele Reviews. Einfach mal suchen. Viele davon sind gesponsert. Die loben die in höchsten Tönen und sagen, ein Upgrade lohnt sich und so weiter. Manche ehrliche sagen, es lohnt sich nicht. Wir sagen auch, es lohnt sich nicht. Das ist eine tolle Kamera, wenn man vorher nicht die 5 hatte. Ja, Für uns ist es auch eine tolle Kamera, wenn man vorher eine Ace Pro hatte, weil ich die hier deutlich besser finde, wenn man 2 Mikros mit Bluetooth verbinden will und wenn man eben dieses Bild von der DJI Osmo, das aber auch schon bei der 4 und bei der 5 Klasse war, mag. Also den Stil. Der gefällt mir viel besser als bei der Ace Pro. jetzt haben wir halt eine wasserdichte Kamera, die wir auch, wenn die Mikros verbunden sind, im Regen benutzen können, weil nicht mehr irgendwo mit irgendwelchen Stöpseln und Adaptern gearbeitet werden muss, damit wir Und Kabeln, die verbinden können. rumbaumeln und was alles. Ne? Ja. Also wir stehen jetzt hier im so dunklen, dass ich hier nicht die Treppe runtergehe, während wir filmen. Aber wir sagen, kleines Video, Abo und Like nicht vergessen, Kostet euch nichts. bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Ach Gott. Tschüss. Tschüss!